Mit der AY210 Yoke Base ist Moser mit einer weiteren sehr interessanten Peripherie am Hardware-Markt gelandet. In diesem Video werfen wir einen ganz genauen Blick auf Hard- und Software und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Nach der AB9 Force Feedback Base für Flightsticks ist sie nun also erhältlich, eine Force Feedback Yoke Base. Das Ganze besteht in meinem Fall aus 3 Teilen, einmal das Yoke selbst, dann eine entsprechende Tischklammer, um das Ganze am Schreibtisch zu befestigen und dann selbstverständlich noch die Yoke Base an sich. Die Base beeindruckt schon beim Auspacken. Gut 50 cm lang, ohne Yoke und unausgefahren, gut 24 cm breit und knapp 12 cm hoch bei einem Gewicht von 8 Kilogramm. Die Bedienungsanleitung ist bebildert und auf Englisch und Chinesisch gehalten. Außerdem sind ein paar Moser Flight Aufkleber mit beigepackt. Das Netzteil, dessen Moser Logo in Betrieb grün leuchtet, hat eine Gesamtlänge von 3,30 Meter. Angeschlossen wird die Base über ein 1,80 Meter langes USB-Kabel vom Typ USB-B auf USB-A 2.0. Auf der Rückseite finden sich die Anschlüsse für Netzteil und USB sowie 4 Anschlüsse für zusätzliche Hardware wie beispielsweise Pedale oder Schubeinheit. Um die Base im heimischen Cockpit fixieren zu können, hat man unterschiedliche Möglichkeiten. Sowohl an den Seiten als auch auf der Rückseite finden sich zahlreiche Verschraubungsmöglichkeiten, um die Base in das Setup einzubinden. Bei einer Kraftentfaltung von 9 Newtonmeter Drehmoment ist eine feste Installation auch absolut empfehlenswert. Am Yoke befindet sich auf der Rückseite ein Schutzaufkleber, der, nachdem wir ihn entfernt haben, den Schnellverschluss aus Aluminiumlegierung und die dahinter liegenden Kontakte offenlegt. Darüber lässt sich das Yoke in Sekundenschnelle anbringen und wieder entfernen. An der Base selbst ist der Anschluss ebenfalls geschützt durch ein Kunststoffteil, welches wir entfernen müssen. Wenn die Achse der Base komplett ausgezogen und das Yoke montiert ist, haben wir eine Gesamttiefe des Aufbaus von gut 85 cm. Sobald alle Schutz-Kunststoffteile und Folien entfernt sind, wird das Yoke mit der Base verbunden. Wie das klingt, hören wir uns nachher auch noch an. Bevor es nun aber an die Platzierung und Einrichtung des Ganzen geht, war ich neugierig und wollte einmal nachsehen, was sich unter der Haube der AY210 Base verbirgt. Zum einen ist hier sehr schön zu sehen, dass auch das komplette Innenleben, dort wo es geht, aus Metall besteht. Außerdem sind die beiden Motoren zu sehen und wo die Platinen verbaut sind. Und allgemein der Mechanismus, wie dieser über die Zahnriemen funktioniert, ist sehr gut zu erkennen.
Die Frontplatte der Base, also ohne Yoke, verfügt über insgesamt 13 physische Schalter, die frei programmierbar sind. Das damit verbundene Yoke verfügt dann nochmals über insgesamt 34 Eingabemöglichkeiten inklusive zweier Hall-Effekt-Joysticks. Vom Material her besteht das Yoke aus glasfaserverstärktem Polyamid 66. Aus Platzgründen nutze ich kein Sim-Rig, sondern arbeite bisher ausschließlich mit Tischklammern. Die Anbringung ging schnell, unkompliziert und ist sehr stabil und alle Anschlusskabel laufen von der Rückseite der Base auf dem Tisch nach hinten weg. Nachdem alles montiert und angeschlossen ist, schaltet man hier rechts unten die Base über diesen Knopf ein und eine erste Kalibrierung findet statt. Neben der Yoke Base samt Yoke nutze ich in diesem Setup hier aktuell die Rudder Pedals von Turtle Beach aus der Velocity One Serie sowie den Mosa MTP Throttle samt MTLP Panel. Am Beispiel des Microsoft Flight Simulator 2024 werfen wir nun einen Blick auf die Software. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos in der Version 1.0.5.47. Alles wurde sofort erkannt, für die AY210 Base stand bereits ein Update zur Verfügung. Auf der rechten Seite sehen wir in der App, wie bereits auch in anderen Videos, beispielsweise zur AB9 Base gezeigt, die Simulationen. Damit der Telemetrie-Service funktioniert, muss die gewünschte Simulation einmal konfiguriert und connected werden. Die einzelnen erkannten Komponenten wählt man dann entweder über den Home-Bildschirm an oder auf der linken Seite über das entsprechende Symbol. Und so befinden wir uns hier jetzt im Bereich des Yokes. Auf der linken Seite oben können wir kalibrieren und auf der rechten Seite sehen wir die Button-Numbers inklusive der Yoke Base. Im weiteren Verlauf auf der linken Seite können wir dann noch die Helligkeit der Beleuchtung am Yoke einstellen bzw. auch dessen Farbe. Die Möglichkeit, die Beleuchtung komplett zu deaktivieren, besteht ebenfalls. Darunter liegend haben wir dann Einstellmöglichkeiten für die kleinen Joysticks. Und hier können wir wählen, ob wir das Ganze als Knöpfe nutzen möchten oder als Achsen. Sogar die Kombination aus beidem ist möglich. Ein Klick auf den jeweiligen Joystick springt dann zwischen den beiden hinterlegten Modes hin und her. Auch auf die unter den Joysticks liegenden 5-Wegeschalter haben wir auf verschiedene Arten Zugriff. Diese können wir entweder als Buttons nutzen oder als D-Pad. Auch auf Trigger Mode und Mapping haben wir Einfluss und im weiteren Verlauf können wir auch noch die Helligkeit der Beleuchtung an der Base einstellen. Für den Fahrwerkshebel gibt es hier noch eine Besonderheit, denn diesen können wir so konfigurieren, dass die Beleuchtung im fahrwerksausgefahrenen Zustand grün ist und sobald man den Fahrwerksschalter dann betätigt und das Fahrgestell eingefahren ist,
springt die Beleuchtung für das Fahrwerk dann auf Rot um. Soweit zu den Einstellungen zum Yoke, wechseln wir rüber auf die Yoke Base. Auch diese können wir entweder auf der linken Seite über das Icon anwählen oder hier über den Homescreen. Schon am Umfang der Einstellungsmöglichkeiten der Base ist zu erkennen, dass es hier sehr weit in die Details geht. Ohne jetzt den Rahmen dieses Videos damit sprengen zu wollen, hier die gröbsten Details dazu. Die Basic Settings findet man hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sehen wir den Achsen-Input. Sobald wir nun das Yoke bewegen, schlägt dieser entsprechend aus. In den Expert Settings lassen sich die Basic Settings noch tiefer und weiter verfeinern und in den nächsten Reitern kann dann sowohl auf das dynamische als auch auf das telemetrische Force Feedback Einfluss genommen werden. Das telemetrische Force Feedback wird dann unterschieden in generelle Einstellungen zum Fluggerät. Dort stellt man beispielsweise ein, wie stark es spürbar sein soll, wenn man die Flaps betätigt oder das Fahrwerk. Auch wie stark man beispielsweise die Fahrbahn spürt und auch die spürbare Stärke für Turbulenzen und beispielsweise Windeffekte werden hierüber eingestellt. Und dann wird hier noch definiert, ob man mit einem Propellerflugzeug, mit einem Jet oder einem Helikopter unterwegs ist. Jet und Helikopter sind für das Yoke jetzt eher weniger relevant, kommen dafür aber dann in Verbindung mit der AB9 Force Feedback Base und einem Flightstick zum Einsatz. Wichtig ist, nach jeder Änderung das entsprechende Preset abzuspeichern, damit dieses dann zur Anwendung kommt. Die Presets an sich sehen wir uns gleich auch noch an. Unter Axis Travel können wir dann noch die Einstellungen der Achsen entsprechend verfeinern und unter dem Punkt Special beispielsweise noch Trim-Follow-Raten einstellen. Auch der Throttle wird selbstverständlich samt MTLP über diese App entsprechend konfiguriert. Darüber werden wir im Rahmen dieses Videos jedoch nicht weiter sprechen. Ebenso wenig über die Rudder Pedals, die es aktuell noch nicht gibt, die aber Stand jetzt auch noch in 2025 kommen werden. Am Beispiel des Microsoft Flight Simulator 2024 gibt es bisher keine vordefinierten Presets. Man kann sich jedoch an den Presets anderer Simulatoren, wie beispielsweise dem Microsoft Flight Simulator 2020 orientieren, diese laden, den eigenen Bedürfnissen anpassen und so dann auch ganz schnell Presets für den Microsoft Flight Simulator 2024 erstellen. Und so konnte ich mir hier beispielsweise für die Seastar im Microsoft Flight Simulator 2024 sehr schnell ein eigenes Preset anlegen und dieses entsprechend abspeichern. Dabei kann man das Preset frei benennen und hier in der App einer Simulation zuordnen und jederzeit darauf zugreifen. Wer sich schon mal mit spezieller Hardware für Simulationen beschäftigt hat, der weiß, dass er diese auch in der Simulation selbst erst aufwendig einrichten muss. So ist das auch bei dieser Hardware, seid euch dessen bewusst, Plug and Play funktioniert hier nicht. Das kann dann schon mal ganz schön viel Zeit im Vorfeld beanspruchen. Sobald dann aber alles fertig eingerichtet ist, hat man eine Flugerfahrung, die auch schon wie bei der AB9 Base seinerzeit im Video sich nur ganz schwierig beschreiben lässt. Das lässt sich vielleicht ganz gut vergleichen mit den Eindrücken, die man während eines VR-Erlebnisses hat. Auch da hilft die beste Schilderung oder Beschreibung nichts, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Die unterschiedlichen Vibrationen und Gegendrücke, die je nach Kraftauswirkung durch das Force Feedback erzeugt werden, heben die gesamte Flugerfahrung einfach auf die nächste Stufe.
Nachdem ich mit der AB9 Force Feedback Base jetzt seit einigen Monaten Erfahrungen sammle und hier jetzt mit der Yoke Base aus diesem Video seit 2-3 Wochen zunehmend Eindrücke gewinne, kann ich für mich sagen, dass Force Feedback für mich in der virtuellen Fliegerei, leider nur am PC und bisher nicht auf Konsole, einen absoluten Mehrwert mit sich bringt. Einmal damit geflogen, möchte man nicht mehr darauf verzichten. Ob es einem die Investition wert ist, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Egal, ob die AB9 Base mit Flightstick oder die AY210 Base mit Yoke in Kombination mit Rudder Pedals und einer entsprechenden Schubeinheit liegt man ganz schnell bei 1200 bis 1500 Euro. Wenn man diesen Schritt geht, kann man ihn mit Mosa gemeinsam gehen. Das kann ich absolut bestätigen. Die Qualität der einzelnen Komponenten ist hervorragend. Ebenso die dazugehörige Software. Alle relevanten Links zu diesem und weiteren Videos findest du unten in der Videobeschreibung. Für Fragen und Ergänzungen nutze sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Wenn dir dieses gefallen hat, hinterlasse zur Unterstützung dieses Kanals sehr gerne Däumchen und Abo. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.